Guten Tag, meine Lieben. Ich berichte euch heute aus dem Jeep Compass Trailhawk, den mir Jeep Schweiz netterweise zur Verfügung gestellt hat. Ich habe dieses Auto für eine ganze Zeit für mich zur Verfügung und habe mir gedacht, ich werde euch mal ein bisschen davon berichten. Dieser Jeep Compass Trailhawk ist ein 2,0 Liter Dieselantrieb und hat 170 PS. Und ich habe mir jetzt natürlich Gedanken gemacht, was ich für euch mit diesem Auto machen kann. Denn am besten wäre dieses Auto offensichtlicherweise für Offroading gewesen. Jetzt ist es hier in der Schweiz mit dem Offroaden nicht ganz so einfach, wenn man nicht auf eine Offroad-Strecke eingeladen ist. Denn meistens ist das Stück Land hier von einem Bauern oder von einer Privatperson. Und ich möchte mir echt keinen Ärger einheizen. Das heißt, ich werde euch jetzt zu diesem Auto jeweils die 3 Dinge sagen, die ich liebe an diesem Auto und 3 Dinge, die ich nicht so mag. Und zwar ist das erste, was ich bei diesem Auto wirklich mag, ist das Gefühl beim Fahren. Denn Jeep hat es geschafft mit diesem Auto, obwohl es ein Gewicht von über 2200 Kilogramm hat, ein schwebendes Fahrgefühl hinzukriegen. Und das finde ich schon eine ganz große Leistung, denn so ein schweres Gefährt über die Straßen zu bringen und trotzdem ein angenehmes Gefühl für den Fahrer hinzukriegen, ist nicht ganz so einfach. Ich habe das jedoch sehr genossen in diesem Auto. Einfach dieses Gefühl vom Cruisen, dieses Gefühl vom entspannten von A nach B fahren. Was mir leider nicht so gefällt bei diesem Auto, ist die Kraft, die es hat. Denn bei 2200 Kilogramm nur in Anführungs- und Schlusszeichen 170 PS zu haben, ist nicht wahnsinnig viel. Und das spürt man auch beim Anfahren vor allem und wenn man beschleunigen will. So sehr mir das Fahrgefühl auch gefällt, dieses Cruisen, dieses Gemütliche, so sehr vermisse ich es aber auch mal auf die Tube drücken zu können, um dieses Gefühl von Speed genießen zu können. Um wieder zurück zum Positiven zu kommen, was mir bei diesem Auto auch wahnsinnig gefällt, ist der Look von außen. Wie die meisten von euch wissen, stehe ich ja ein bisschen auf SUVs, sowohl wie auch auf Sportwagen. Und dieses Auto ist definitiv ein SUV. Es ist richtig groß und trotzdem habe ich aber einen richtig angenehmen Einschlagwinkel bei diesem Auto, denn Parkieren und so weiter ist absolut kein Problem mit diesem Fahrzeug, was man sich, wenn man das Auto von außen anguckt, echt nicht so gut vorstellen kann. Im Gegensatz zum Design von außen vom Auto gefällt mir leider der Look von innen nicht so wahnsinnig. Das ganze Interior wirkt, obwohl die Funktionen sind super, die Infotechnik funktioniert hervorragend, es ist alles absolut ohne Probleme und trotzdem fühlt sich das Design vom Interior, vor allem im Bereich des Infotainments, irgendwie nicht so modern an. Es ist alles auf irgendeine Art und Weise sehr klein, es ist sehr dezent gemacht, was ja nicht unbedingt negativ sein muss, doch auf irgendeine Art und Weise passt das mit diesem großen, eigentlich coolen Look von dem Auto nicht so wirklich zusammen. Eine weitere Sache, die mich bei diesem Auto stört, und das hat mich so gestört, dass ich es jedes Mal beim Fahren ausgemacht habe, ist der automatische Start und Stopp bei diesem Auto. Das Auto hat von Grund auf die Funktion drin, dass es zum Beispiel, wenn man an die Ampel ranfährt, den Motor ausmacht. Und das ist an und für sich ja nichts Schlechtes. Doch, ich habe die Erfahrung gemacht mit diesem Jeep, dass er nicht ganz verstanden hat, wann er es wirklich an- und ausmachen soll. Manchmal hat er es gemacht, manchmal nicht. Manchmal hat er es erst spät gemacht, dann wollte ich schon wieder anfahren, dann war er nicht ready, dann ist er nicht angefahren. Und so hatte ich immer wieder ein bisschen Probleme mit diesem Start und Stopp. Dem Problem kann man aber ganz einfach ausweichen. Es gibt hier an der Mittelkonsole einen Knopf, den kann man drücken und dann ist das Ganze auch schon gelöst. Von daher kein großes Problem. Und was ich an diesem Auto absolut liebe, sind die Boxen. Denn Jeep hat hier in diesem Compass Trailhawk Beats Boxen drin. Und wir alle wissen, dass Beats in der Qualität von Sound sehr, sehr gut ist. Und genauso ist es hier drin. Ich hatte
die größten Fester hier drin mit mir alleine beim Musik hören, weil der Sound und die Qualität sind so klar, sind so gut, der Bass ist so tief. Es macht einfach richtig, richtig Spaß, in diesem Auto Musik zu hören. Dieser Jeep ist ab knapp 30.000 Franken erhältlich und ist in dieser Ausführung, in der ich sie habe, mit allen Paketen drin, mit Ledersitzen und so weiter und so fort, für ca. 51.000 Franken zu haben. Ich finde dafür, dass dieser Jeep eher ein gemütliches Auto ist, in der Art und Weise, wie er sich anfühlt, finde ich 51.000 Franken schon fast ein bisschen viel. Dafür kriegt man aber auch so gewissen Luxus, wie zum Beispiel die Ledersitze oder die Beats-Boxen, die für mich emotional nur schon einen sehr hohen Wert haben. Zum Schluss stelle ich mir natürlich noch die Frage, für wen dieser Jeep am ehesten gedacht ist. Und ich glaube, dass dieser SUV hervorragend ist für Personen, die gerne rausgehen, gerne unterwegs sind, angewiesen sind auf Allradantrieb, darauf, dass man auch mal in die Berge rein kann, dass man über Schnee, über Stock und Stein fahren kann. Für solche Outdoor-People ist dieses Auto echt super cool geeignet. Es hat Platz hier drin und man kann mit diesem Auto überall hin. Wirklich ein cooles Auto für sportliche, aktive Personen. So, und das war es jetzt auch schon von mir und dem Jeep Compass Trailhawk. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst mir überall Likes, Subscribers, Followers und so weiter. Und ich hoffe, dass wir uns bei meinem nächsten Video schon wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.